Dieses Mal zeigen wir euch, wie ihr leckere Milchschnitte ganz einfach bei euch zu Hause machen könnt. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Wir starten mit einem dünnen Schokobiskuit. Dazu schlagt ihr Eier mit Zucker und Vanillezucker auf, bis die Masse deutlich heller und luftiger geworden ist. Während die Eier schlagen, könnt ihr schon mal Mehl mit ungesüßtem Kakao und Salz mischen. Dadurch verteilen sich die trockenen Zutaten später alle besser im Teig. Wenn die Eizuckermasse so aussieht, könnt ihr die Mehlmischung und Wasser dazugeben. Damit keine Klümpchen entstehen, solltet ihr die Mehlmischung noch einmal sieben. Anschließend gebt ihr den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Im vorgeheizten Ofen muss der Biskuit dann bei 170 Grad Ober-Unterhitze 10 Minuten backen. Direkt nach dem Backen legt ihr den Biskuit mit der Oberfläche nach unten auf eine zweite Lage Backpapier, löst die untere Lage Backpapier ab und legt sie locker wieder drauf. Danach dreht ihr das Ganze um, deckt den Biskuit mit einem sauberen Küchentuch ab und lasst ihn abkühlen. Wenn es soweit ist, entfernt ihr das Backpapier und die trockenen Kanten. Dann schneidet ihr den Biskuit in kleine Rechtecke mit den Maßen von ca. 11 x 5 cm. Wenn das geschafft ist, kann es auch schon mit der leckeren Füllung weitergehen. Dazu schmelzt ihr gehackte weiße Schokolade über einem warmen Wasserbad. Achtet darauf, dass die Schokolade nicht zu heiß wird. Im nächsten Schritt schlagt ihr Sahne mit Vanillezucker, Honig und Orangenaroma steif. Anschließend hebt ihr zuerst einen kleinen Teil der Sahne unter die Schokolade und wenn sich alles gut verbunden hat, den Rest. Danach verteilt ihr die Creme mit einem Spritzbeutel auf der Hälfte der Biskuitböden und setzt die andere Hälfte vorsichtig darauf. Vor dem Servieren sollten die Milchschnitten für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank.